Hi Leute, ich bin Christopher. Schön, dass ihr mit dabei seid beim dritten und letzten Teil meiner Tour auf der Straße der Weserrenaissance. Heute geht es noch einmal 200 Kilometer durch das östliche Weserbergland, bevor ich mich dann über die Autobahn auf den Heimweg mache. Also dann, viel Spaß dabei, komm mit! Die ersten Kilometer des Tages spule ich ab, um nach Reinhardshagen zu fahren und dort mit der schönen Weserfähre nach Hemeln überzusetzen. Aber leider ist die Fähre außer Betrieb und so fahre ich wieder zurück, um via Brücke auf die westliche Weserseite zu gelangen. Tja, dann geht's hier eben über die Brücke. Ein seltener Anblick in Deutschland. Hier in Bodenfelde wird im Profagus-Werk noch aus heimischer Buche Holzkohle hergestellt. Ich benutze die Holzkohlebriketts selbst immer und schwöre drauf. Super Hitze und richtig ergiebig.
Nahe dem Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, auf der östlichsten der Hannoverschen Klippen, kann man mit einigen wenigen 100 Meter langen Fußmarsch die Aussichtsplattform Weser Skywalk erreichen. Ein lohnender Gang, denn die Aussicht 80 Meter über der Weser ist wirklich klasse. Die Barockstadt Bad Karlshafen hat vor wenigen Jahren ihre alten Stadthafen mit einer Schleuse wieder schiffbar gemacht. Und zusammen mit dem Rathaus findet man hier die perfekte Kulisse für eine weitere Pause, so man denn schon wieder eine braucht. Das 1200 Jahre alte ehemalige Benediktinerkloster Corvey ist seit 2014 Weltkulturerbe der UNESCO und an sich schon einen Besuch wert. Auch wenn es nicht direkt zur Weserrenaissance gehört, so prägt es doch seit Jahrhunderten diese Region. Unter anderem liegt hier Hoffmann von Fallersleben beerdigt, der Dichter der deutschen Nationalhymne. Er verbrachte hier die letzten Jahre seines Lebens als Bibliothekar. Ich stehe hier am Schloss Bevern, erbaut 1612. Es ist das letzte Schloss auf unserer Tour auf der Straße der Weserrenaissance, aber es ist noch nicht das Ende. Ein paar Kilometer haben wir noch vor uns, bevor es dann bei Hildesheim auf die Autobahn geht und zurück nach Hause.
übrigens gar nicht so einfach, den genauen Routenverlauf der Straße der Weserrenaissance im Vorfeld herauszubekommen. Ich habe mir diesen gebrauchten Reiseführer hier besorgt. Zudem gehört auch eine Karte, in der die Haupt- und Nebenstrecken der Themenstraße eingetragen sind. Ich habe mich allerdings nicht immer genau an die Originalstreckenführung gehalten, denn ich wollte gerade im Weserbergland noch mehr schöne, kleine und kurvige Straßen dabei haben, die eine Motorradtour erst so richtig schön machen. Kurz vor Hildesheim nehme ich die 4 serpentinartigen Kurven am Roten Berg gerne mit, bevor ich mich der wenig spektakulären A7 nähere, um nach Hause zu kommen.
Wer es nach Hause weiter hat, der kann gut und gerne eine Zwischenübernachtung in Hildesheim einlegen. Mit seinen UNESCO-Weltkulturerbestätten, dem Dom und der Michaeliskirche, dem tausendjährigen Rosenstock und der Altstadt bekommt man hier auch mehr als einen Nachmittag gut rum. Und dann ist die auch schon vorbei, meine Tour auf der Straße der Weserrenaissance. Lasst mich gerne wissen, ob euch die Tour gefallen hat und welche Themen euch künftig noch interessieren würden. Ich bin wirklich begeistert, was es in der Region alles zu entdecken gibt. Ich habe ja auch in diesen 3 Tagen nur einen Bruchteil der möglichen Sehenswürdigkeiten und Motorradstraßen anschauen können. Freut mich in jedem Fall, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.